Herzlich willkommen auf dem MTB News YouTube-Kanal. Mein Name ist Gregor und heute geht es um unsere Testeindrücke zum Canyon Strive Enduro Bike. Wir haben das Canyon Strive in der CFR-Version getestet, in der es 6.300 € kostet. Die Preisspanne geht von 5.000 bis 6.500 €. Das Rad setzt auf 29 Zoll Laufräder, 170 mm Federweg an der Front, 160 mm am Heck und wiegt in der hier gezeigten Ausstattung 15,8 Kilo. Damit eingerechnet sind die Schwalbe-Einheitsreifen und Kontaktpunkte von der Firma Ergon. Das Canyon Strive setzt auf einen gewöhnlichen Viergelenke-Hinterbau, der jedoch um den sogenannten Shapeshifter erweitert wurde. Dabei handelt es sich um eine Gasdruckfeder, die hier in dem Link versteckt ist und vom Lenker aus bedient werden kann. Per Knopfdruck fährt diese aus, reduziert den Federweg am Heck von 160 auf 140 mm, hebt den Anti-Squat an, sorgt also für bessere Pedaliereigenschaften, macht das Hebelverhältnis, verändert es, macht den Hinterbau etwas straffer und hebt auch die Geometrie an, sodass man quasi eine Uphill-Geometrie erzeugen kann. Das Rad hat also quasi zwei Gesichter, eine Downhill-Geometrie und eine Uphill-Geometrie mit entsprechender Kinematik. Ansonsten verfügt das Canyon Strive über eine Reach-Anpassung am Steuersatz. Das heißt, es gibt verschiedene Schalen und so kann man den Reach um plus oder minus 5 mm variieren. Außerdem sieht man, es hat Platz für eine Wasserflasche und für diese kleine Tasche zum Beispiel, die man bei Canyon mit kaufen kann, wo beispielsweise Werkzeuge reinpassen. Und ansonsten verfügt es natürlich über die gewöhnlichen Schoner am Unterrohr oder auch am Hinterbau. Für 6.300 € bekommt man bei Canyon schon einige High-End-Teile, wie zum Beispiel das Fox Factory Fahrwerk, bestehend aus der Fox 38 Federgabel und dem Fox X2 Luftdämpfer. Außerdem natürlich ein sehr hochwertiger Shimano XTR-Antrieb mit 12 Gängen und die dazu passenden Shimano XTR-Bremsen. Aus dem Hause Canyon wiederum stammen zum Beispiel das Cockpit und die Sattelstütze. Abgerundet wird das Ganze von DT Swiss Aluminiumlaufrädern. Das Canyon Strive wird in 4 Größen von S bis XL angeboten, wobei man sagen muss, dass alle Größen extrem groß ausfallen. Also kleine Menschen gucken hier definitiv in die Röhre. So hat unser Testteam, wir sind alle so um die 1,80 Meter groß, auch Größe M getestet. Dann bietet das Rad immer noch einen relativ großen Reach von 480 mm, kombiniert mit einem hohen Stack. Auch das Tretlager ist sehr tief abgesenkt. Dazu gibt es relativ kurze Kettenstreben mit 435 mm Länge und einen sehr flachen 63 Grad Lenkwinkel. Außerdem bietet das Rad im Pedaliermodus einen ziemlich steilen Sitzwinkel für die angenehme Uphill-Position. Diese Werte gelten alle für den Downhill-Modus, im Uphill-Modus wird das Tretlager angehoben und es gibt einen angenehm steilen Sitzwinkel. Geht es bergauf, lohnt es sich auf jeden Fall, den Shapeshifter zu nutzen. Die Bedienung braucht etwas Eingewöhnungszeit, ist dann jedoch relativ intuitiv. Man muss sich eben nur einprägen, wo welcher Hebel sitzt. Der Shapeshifter macht auf jeden Fall einen großen Unterschied. Er hebt die ganze Geometrie an und sorgt für eine angenehme Uphill-Position. Ohne Shapeshifter tritt sich das Strive eben, wie sich so ein schweres Enduro-Bike bergauf pedaliert. Man kommt nach oben, ist aber nicht sehr spritzig. Mit Shapeshifter ist das Rad wirklich gut zu sprinten. Außerdem lässt sich das System nach etwas Eingewöhnung auch gut auf den Trail bedienen, um zum Beispiel einen kurzen Sprint zu überwinden. Zeigt der Trail dann endlich bergab, vermittelt das Rad wirklich von der ersten Sekunde an viel Selbstvertrauen. Man steht richtig tief im Rad drin, hat dieses schöne Im-Bike-Gefühl und kann sofort pushen. Canyon-typisch ist der Hinterbau nicht der plüschigste, den wir im Test hatten. Dazu muss man sagen, er spricht wirklich sensibel auf Schläge an und generiert auch Grip, geht allerdings in der Mitte des Federwegs einfach etwas sparsam mit seinem Federweg um. Das bedeutet, man kann richtig pushen, das motiviert Racer absolut zum Schnellfahren. Auf die Dauer kann das Rad allerdings etwas anstrengend wirken, man muss es halt wirklich wollen. Positiv ist allerdings zu sagen, dass das Rad wirklich auf jeder Art von Strecke extrem schnell zu fahren ist. Es motiviert immer zum Pushen, es lässt sich gut auch durch Pumpen Speed generieren und es nimmt auch gröbste Schläge gut auf. Dabei fährt sich das Canyon nicht so träge und lang, wie man es bei der doch immer noch langen Geometrie vermuten würde, sondern es geht wirklich gut um Kurven, lässt sich gut legen und insgesamt sehr intuitiv fahren. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Canyon Strive wirklich wenige Schwächen präsentiert hat. Es ist auf jeder Art von Trail einfach ein extrem schnelles und intuitiv zu fahrendes Rad. Auch der Shapeshifter ist ein gutes Feature für Sprints oder wenn es mal länger bergauf geht. Und die einzige Schwäche, die wir eigentlich feststellen konnten, war, dass es einfach nicht das komfortabelste Rad ist, das man sich vielleicht wünschen könnte. Trotzdem ist das Canyon mit diesen vielen Stärken unser verdienter Testsieger hier im Enduro-Vergleichstest. Viele weitere Details und Eindrücke zum Rad findet ihr in unserem Testartikel, den wir euch hier unter dem Video verlinken. Ihr könnt natürlich Fragen in den Kommentaren posten und auch Anregungen. Und hier geht es direkt weiter zu unserem nächsten Video.